Du planst eine Reise nach Vietnam? In diesem Video gibt es 20 Dinge, die du vor deiner Vietnamreise wissen musst. Wir bewahren dich vor teuren Anfängerfehlern und erklären dir die eine Sache beim Bezahlen, die fast jedem passiert. Und Tipp 19 entscheidet darüber, ob deine Reiseplanung funktioniert. Also lasst uns keine Zeit verschwenden und starten wir direkt mit Skill Nummer 1, um die ersten 10 Minuten in Vietnam zu überleben. Das allbekannte Problem in Vietnam: wie überquere ich eine volle Straße? Vergesst wirklich alles, was ihr in Deutschland gelernt habt, denn wer hier wartet, wartet wirklich ewig. Ihr müsst einfach ganz langsam und stetig voranlaufen. Macht am besten keine abrupten Bewegungen, also bleibt nicht einfach stehen, lauft rückwärts oder rennt einfach los. Die Fahrer werden um euch herum fahren. Und ein Tipp: ihr könnt auch dabei eure Hand heben, wenn ihr rüberlauft. Dann signalisiert ihr dem Fahrer nämlich: hey, hier ist jemand, der rüberlaufen möchte. Und falls das alles nicht hilft und ihr euch immer noch nicht traut, sucht euch ein Local und lauft mit ihm rüber. Also ich stehe hier gerade an der Straße und das schon eine ganze Weile. Ihr seht, den Leuten ist es egal, die fahren einfach die ganze Zeit weiter. Deswegen einfach mutig sein, Hand hochheben und ganz vorsichtig rüberlaufen. Und jetzt zum nächsten Tipp: lasst eure Finger weg von Taxis am Straßenrand, vor allem wenn ihr den Preis hier nicht kennt. Denn hier kann es oft passieren, dass ihr einfach abgezockt werdet. Ladet euch lieber die App Grab oder SengSM runter. Das ist wie Uber hier in Vietnam bzw. Südostasien. Damit könnt ihr günstig voranfahren und wisst genau, was der Preis ist. Und noch besser, bucht ein Bike, denn damit seid ihr in Vietnam am schnellsten unterwegs. Meidet unbedingt die Rush-Hour-Zeit zwischen 17 und 18 Uhr. Da steht Hanoi und Ho Chi Minh City komplett still. Ihr kommt gar nicht vorwärts. Grab wird euch auch nicht helfen können. Plant also eure Trips am besten drumherum. Falls ihr innerhalb von Vietnam reisen wollt und nicht fliegen wollt oder könnt, empfehlen wir euch, Zugtickets und Bustickets über Want2Go Asia zu buchen. Darüber ist es wirklich zuverlässig, die haben extrem viel Auswahl und ihr seht die Preise im Voraus. Der Schlafbus ist nur für kleine Menschen. Wenn ihr über 1,80 Meter seid, bucht euch lieber einen VIP-Bus. Es kostet nur ein paar Euro mehr. Oder einen Zug, wenn ihr eure Beine noch spüren wollt. Bevor wir jetzt zu den Dingen kommen, die euch sicher durch Vietnam bringen und euch viele Nerven ersparen können, wenn euch das Video bisher gefallen hat und ihr ehrliche Reisetipps sucht, lasst uns doch gerne ein Like und ein Abo da. Das hilft unserem kleinen Kanal wirklich unendlich viel. Und jetzt geht's weiter mit dem nächsten Tipp. Vietnam ist mit der Zeit immer sicherer geworden und Diebstähle immer weniger, aber passt trotzdem auf, vor allem wenn ihr am Straßenrand seid und einfach mal euer Handy rauszieht, denn es kann ganz einfach passieren, dass ein Rollerfahrer vorbeifährt, euch das Handy aus der Hand zieht und dann steht ihr ohne Handy da. Seid bitte skeptisch bei Google-Bewertungen. In Vietnam werden viele Bewertungen gekauft oder ihr bekommt einen Rabatt, indem ihr eine 5-Sterne-Bewertung abgibt. Aus meiner Erfahrung, ein Restaurant mit 3 Sterne schmeckt manchmal besser als ein Restaurant mit 4,9 Sterne. Ohne Internet seid ihr in Vietnam wahrscheinlich verloren, denn viele Vietnamesen sprechen kaum oder kein Englisch. Holt euch eine lokale SIM oder eine eSIM, denn Google Maps und Google Translate sind hier wirklich lebenswichtig. In Deutschland wartet man höflich auf den Kellner. In Vietnam, wenn das Restaurant voll ist, wird euch keiner bemerken. Streckt am besten eure Hand und ruft "Em ơi!". Das bedeutet sowas wie kleine Schwester oder kleiner Bruder. Es ist ganz normal hier, es ist nicht unhöflich. Wenn das eine ältere Person ist und männlich, ruft am besten "Anh ơi!". Wenn es eine Frau ist, ruft ihr "Chị ơi!". Oder wenn ihr das vergisst, winkt einfach. In Restaurants legen viele Mitarbeiter dir Feuchttücher auf den Tisch, die sind aber nicht kostenlos. Wer sie aufreißt, muss sie bezahlen. Das ist aber nicht allzu viel, es ist meistens so um die 10 Cent für eine Packung. Die Stäbchenfalle. Steckt niemals eure Stäbchen senkrecht in den Reis. Das erinnert an Räucherstäbchen und bedeutet Tod oder Unglück. Legt sie am besten quer über die Schale. Esst in Vietnam nicht nur die bekannte Pho-Suppe. Sie ist zwar wirklich sehr, sehr lecker, aber Vietnam hat noch so viel mehr leckere Gerichte zu bieten. Zum Beispiel Bánh Xèo, Bánh Giò oder diverse Bohnengerichte. Mein Lieblingsgericht ist zum Beispiel die Bún Ngan Suppe. Das ist einfach eine Reisnudelsuppe mit Gans und Bambus. Schmeckt wirklich sehr, sehr lecker.
Und falls ihr mal kein Fleisch essen wollt oder allgemein nur vegetarisch esst, haltet Ausschau auf das Wort Chai, denn das heißt vegetarisch. Also zum Beispiel Quán Chai heißt vegetarisches Restaurant oder Bánh mì Chai, vegetarisches Bánh mì. Und dann solltet ihr auch unbedingt Desserts in Vietnam probieren. Es gibt zum Beispiel da Pho oder Chè. Ich habe hier zum Beispiel ein Chè bestellt. Das ist meistens mit Kokosmilch, dann ganz verschiedenen Toppings, wie zum Beispiel Früchten, Tapioca-Perlen, Jellies und so weiter. Es wird dann meistens kalt mit Eis serviert. Schmeckt auf jeden Fall sehr, sehr gut und erfrischend. In Vietnam verwendet man Robusta-Kaffee und dieser ist extrem stark. Kein Vergleich zu deutschen Kaffee. Also bitte übertreib es nicht. Trink auf jeden Fall nicht vor 14 Uhr, sonst könnt ihr gar nicht mehr schlafen. Vietnam hat wirklich sehr, sehr viele Kaffeesorten, so schwarzen Kaffee, Kaffee Cedar, Bạc Siu, Salzkaffee, Eggcoffee, dann noch Kokoskaffee, also wirklich extrem viele Sorten. Wenn ihr Anfänger seid, probiert erstmal Bạc Siu. Der schmeckt sehr leicht, ist aber recht süß. Und wenn ihr was Starkes haben wollt, Kaffee, dann unbedingt das trinken. Pures schwarzes Kaffee, extrem stark. Vorsicht bei viralen Spots, denn die Orte, die ihr auf Instagram, TikTok, YouTube seht, sind meistens viel zu teuer und viel zu überfüllt. Probiert lieber auch mal den Laden nebenan von der netten Oma. Die sind meistens genauso gut oder sogar besser und nur halb so teuer. Und haltet Ausschau auf Orte, wo viele Locals essen, denn meiner Erfahrung nach schmeckt es dort immer am besten. Der vietnamesische Dong hat wirklich unfassbar viele Nullen. Passt beim Zahlen mit Bargeld wirklich nochmal auf, was ihr für einen Schein rausgegeben habt, denn zum Beispiel der 20.000er Dong und der 500.000er Dong sind beide blau und sehen sich wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber der Unterschied ist wirklich gewaltig, denn 20.000 Dong sind etwa 70 Cent und 500.000 Dong sind etwa 18 Euro. Deshalb prüft lieber zweimal, was ihr gerade rausgegeben habt und checkt auch nochmal euer Rückgeld. Wenn ihr nach Vietnam kommt, braucht ihr auf jeden Fall Bargeld. Die kleinen Streetfood-Stände werden auf keinen Fall Karte annehmen. In tollen Cafés oder Restaurants werden mittlerweile auch Kartenzahlungen angeboten, aber ich persönlich würde mich niemals darauf verlassen. Trinkgeld ist in Vietnam kein Muss und es wird auch nicht erwartet. Wenn ihr wollt, könnt ihr die Rechnung aufrunden. Die Leute werden sich sehr freuen. Viele denken, dass Vietnam einfach nur heiß ist, ganzjährig, und in manchen Regionen stimmt das zwar, aber nicht überall. Im Norden zum Beispiel, also in Hanoi oder Sapa, kann es im Winter auch mal unter 10 Grad werden, also schaut lieber nochmal in die Wetter-App, bevor ihr nur T-Shirts einpackt. Wenn ihr nach Vietnam kommt, würden wir euch empfehlen, den Zeitraum um Det zu vermeiden, also dem vietnamesischen Neujahr. Es ist zwar das größte Fest hier in Vietnam, aber als Tourist hat man meistens nicht so viel zu tun, denn viele Geschäfte haben einfach geschlossen. Und zwar nicht nur für einige Tage, sondern teilweise sogar für Wochen. Und die Geschäfte, die aufhaben, verlangen teilweise sogar höhere Preise als an regulären Tagen. Die Sprache ist wirklich sehr, sehr schwer. Aber merkt euch diese 2 Worte. Xin chào, das heißt Hallo, oder Cảm ơn, das heißt Dankeschön. Sagt das mit einem Lächeln, dann werdet ihr ganz anders behandelt. Cảm ơn. Wenn ihr diese 20 Punkte beachtet, seid ihr besser vorbereitet als 90% der Touristen hier. Aber Vorbereitung ist das eine, dein Budget ist das andere. Ist Vietnam 2026 überhaupt noch günstig? Wir haben den Selbstversuch gemacht. 500 € leben in Vietnam. Das Video verlinken wir euch im Abspann.